Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und das ist die Videoanleitung für das Schnittmuster Billy Bag. Hier in dem Kästchen siehst du alles, was du für die Billy Bag benötigst. Das ist Kordel, Gurtband, ein kurzes Stück, Vierkantring, Leiterschnalle, längerer Gurt und ein Reißverschluss. Hier unten steht, was du zusätzlich zuschneiden musst, das heißt ohne Schnittmusterteil. Das ist einmal dieses Stück im Stoffbruch für den Innenbeutel und für die Reißverschlusstasche dieses Stück einmal. Dieses Schnittteil schneidest du dreimal zu. Jeweils im Stoffbruch ist das zugeschnitten. Und bei dem unteren Streifen knippst du ein bisschen in den Stoff, hier an dieser Markierung und am Stoffbruch. Das große Schnittteil wird einmal zugeschnitten im Stoffbruch. Und der Boden wird auch markiert, und zwar immer an den Vierteln wird ein bisschen in den Stoff eingeschnitten und der wird zweimal zugeschnitten, einmal für den Innenbeutel und natürlich für die Tasche. Los geht's! Als erstes nähen wir die Reißverschlusstasche. Dafür markieren wir hier an der kurzen Seite einmal die Mitte und auch an der kurzen Seite von dem Schnittteil die Mitte markieren. Dann kommt beides rechts auf rechts aneinander, die Kanten werden aufeinander gelegt und der Stoff mit ein paar Nadeln fixiert. Dann 2 cm von der Kante wird eine 20 cm lange Linie gezogen. Und dann rechts und links noch die Linien zur Kante ziehen. Dann wird das Ganze so aufeinander genäht. Bis zur ersten Ecke nähen und dann 90 Grad wenden, Anfang und Ende der Naht verriegeln. Nun schneidest du das Rechteck aus. Circa 0,5 cm neben der Naht bleibt der Stoff stehen. Dann schneidest du noch diagonal genau in die Ecken. Dann wird der Stoff auf die andere Seite gebügelt. Der Reißverschluss wird nun mittig hinter die Lücke gelegt und dort ein bisschen festgesteckt bzw. geklammert. Und dann wird er knappkantig dort festgenäht. Nun schneidest du die Enden vom Reißverschluss etwas ab. Der Stoff von der Reißverschlusstasche wird nun so nach oben gelegt und an der Kante festgeklammert. Um die Tasche jetzt zu fixieren, dass sie schön an Ort und Stelle bleibt und nicht verrutscht in der Tasche später, und natürlich um auch die Seiten zu schließen, nähe ich die nun von rechts fest. Dann markiere ich mir einmal hier unten den Stoffbruch, das fühlt man ja mit den Fingern, wo das endet, und dann nähe ich das so auf dem Stoff fest. Und nun werden die Streifen an den Stoff genäht. Dabei darauf achten, dass der Zipper geschlossen oben ist. Und
Der kommt jetzt rechts auf rechts an die Kante und wird dort geklammert. Unten habe ich das Blau und dabei darauf achten, dass man jetzt nicht die Kante mit den Knipsen an die Stoffkante klammert. Dann wird das Ganze mit 1 cm Nahtzugabe aufeinander genäht. Die Nahtzugaben nun in eine Richtung bügeln und dann von rechts knappkantig absteppen. Nun werden die Kanten rechts auf rechts aneinander gelegt und geklammert. Das wird nun aufeinander genäht. Dabei liegt die Reißverschlusstasche oben und ich habe den Reißverschlussfuß eingesetzt. Nun wird die Nahtzugabe auf die Seite gegenüber von dem Reißverschluss gelegt. Du kannst es auch bügeln, aber ich mache das jetzt so und ziehe das stramm auseinander. Beide Nahtzugaben auf die eine Seite und dann steppe ich das dort knappkantig ab. Dafür setze ich wieder den Klarsicht-Nähfuß ein. Dort habe ich so eine schöne Markierung, um einen gleichmäßigen Abstand zur Kante zu haben. Jetzt brauchst du das kurze Gurtband und den Vierkantring. Das Gurtband wird so durch den Vierkantring gefädelt und unten mittig auf die Naht gelegt und festgeklammert. Das Gurtband kann ruhig ein bisschen über die Kante hinaus ragen. Dann wird der Boden festgenäht. Rechts auf rechts steckst du den Boden an die Markierung. Erstmal die Viertel aufeinander stecken und dann zwischen den Vierteln noch ein paar Klammern verteilen. An dieser Stelle ist die Naht die Markierung und die wird an die Markierung vom Boden gesteckt. Der Boden wird nun genäht, 1 cm ist die Nahtzugabe. Etwas über den Anfang der Naht hinwegnähen und die Naht verriegeln. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Innenbeutel. Und zwar werden die Kanten rechts auf rechts aufeinander geklammert und eine Wendeöffnung von 14 cm markiert. Dann wird oberhalb und unterhalb der Wendeöffnung der Stoff aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Die Nahtzugabe nun ein bisschen auseinander streichen. Dann den Stoff so hinlegen, dass man die Viertel markieren kann. Einmal ein bisschen hier unten am Stoffbruch einschneiden. Und dann wird der Schnitt auf die Naht gelegt und rechts und links ein bisschen in den Stoff schneiden. Jetzt kommen die Markierungen an die Markierung von dem Boden, genau wie eben. Und dann wird das Ganze aufeinander genäht. 1 cm ist die Nahtzugabe. Als nächstes nimmst du dir den Stoff für den Tunnelzug und faltest die kurze Kante zweimal 1 cm links auf links und nähst das Ganze knappkantig fest. Und nun werden die langen Kanten links auf links aufeinander gelegt, glatt gestrichen oder wahlweise auch gebügelt. Wir brauchen jetzt den langen Gurt. Das eine Ende wird um den mittleren Steg der Leiterschnalle gelegt, einmal so umgeklappt und dann auf das lange Gurtende geklammert und dort mit einem Rechteck festgenäht. Nun wendest du die Tasche auf rechts und das Gurtband legst du jetzt
so mit dieser Kante nach oben vor dich hin und fädelst den Gurt unten durch den Kantring und dann durch die Leiterschnalle. Und dann legst du den Gurt oben mittig auf die Naht. Klammerst ihn fest und nähst ihn dort fest. 0,5 cm ist die Nahtzugabe. Dann markierst du beim Tunnelzug die Mitte und die Mitte kommt jetzt hinten auf die Naht. Dann wird der Tunnelzug in der ganzen Länge Kante an Kante auf die Tasche geklammert. Der Tunnelzug wird nun auf die Tasche genäht. Die beiden Beutel kommen nun rechts auf rechts ineinander. Dabei werden als erstes die Nähte aufeinander geklammert und dann der Rest. Jetzt die Stoffe zusammennähen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Dann die Tasche auf rechts wenden. Anschließend die Wendeöffnung klammern und knappkantig zunähen. Dann die Beutel ineinander stecken und die Kante bügeln. Unterhalb von dem Tunnelzug knappkantig absteppen. Beginne mit dem Absteppen auf der Rückseite neben dem Gurt. Zum Schluss die Kordel durch den Tunnelzug fädeln, die Enden verknoten und dann ist die Tasche fertig. Die Billy Bag ist eine Sling-Bag, ein Rucksack, der nur über eine Schulter getragen wird. Auf der Rückseite haben wir hier das Reißverschlussfach genäht und das ist anders als beim Rucksack ganz einfach zu erreichen. Und zwar kann man die einfach so ein bisschen nach vorne ziehen und ganz einfach und schnell ist man an allem Wichtigen dran. Jetzt möchte ich euch unbedingt noch ein paar Modelle zeigen, die ich schon genäht habe. Das Nähen macht nämlich unwahrscheinlich viel Spaß. Erstmal die Maße, also hier haben wir 23 cm Durchmesser am Boden und die Höhe sind 43 cm. Der Gurt ist in der Länge verstellbar. Hier habe ich zwischen dem großen Taschenteil und dem oberen Streifen eine Paspel mitgenäht, was finde ich unheimlich schön aussieht bei dem einfarbigen Stoff, und an die Kordelenden habe ich Metallstücke vor dem Knoten festgemacht. Ihr wisst ja bestimmt, dass ich super gerne mit Kissenbezügen nähe und so habe ich diese Billy Bag aus diesem Kissenbezug genäht. Der ist im Stoffbruch zugeschnitten gewesen, wie die meisten Kissenbezüge, und so hat es auch gereicht. Und als unteren Streifen und Boden habe ich Kunstleder genommen. Und ich glaube, das ist die erste Herrentasche, die ich bisher genäht habe. Richtig schön, Ton in Ton, schön schlicht. So war der Wunsch. Pipi darf natürlich auch nicht fehlen und passt super in die Reißverschlusstasche. Jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ich hoffe, mein Schnittmuster und mein Video hat dir gefallen und freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und natürlich freue ich mich auch über ein Feedback, also schreib mir gerne einen Kommentar. Und falls du neu hier bist, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank. Jetzt zeige ich noch ein paar Bilder aus meinem Shop. Dort biete ich verschiedene Taschenschnittmuster an, groß, klein, ein bisschen Kleidung und einige Freebooks sind dabei. Also klick doch gerne mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!